Unsere Tutorials zeigen, wie Sie Lacos-Displays installieren, einrichten und Geräte anschließen. Dieses Video erklärt die Einrichtung einer Remote-Support-Verbindung. Öffnen Sie in den Einstellungen den Reiter Diagnose und wählen Sie Remote Support. Bitte lesen Sie die Hinweise im Fenster sorgfältig, bevor Sie zustimmen. Nach Ihrer Einwilligung geben Sie nun bitte den Zugangscode Ihres Support-Mitarbeiters ein. Dieser Zugangscode ist ein Einmalcode und kann nur eine bestimmte Zeit genutzt werden. Bestätigen Sie den Code mit dem grünen Button. Nach Eingabe des Codes öffnet sich ein Fenster, über das die Software eine Verbindung zu Ihrem Terminal herstellt. Damit der Support-Mitarbeiter darauf zugreifen kann, müssen Sie die Steuerung gesondert freigeben. Anschließend können Sie das Fenster wieder schließen. Soll das Isobus-Gerät über das Terminal auch per Remote Support bedient werden können, aktivieren Sie den Schalter Maschinenbedienung per UT über Remote Support zulassen. Nun erscheint ein roter Punkt auf dem Terminal. Dies zeigt die bestehende Remote Support-Verbindung. Ihr Support-Mitarbeiter hat nun Zugriff auf Ihr Terminal und kann Ihnen bei der Lösung des Problems helfen. Über den Einstellungen finden Sie eine Zeitanzeige, welche Ihnen die Dauer der Remote Support-Verbindung anzeigt. Um die Steuerung zu deaktivieren, drücken Sie links unten auf die Zeitanzeige. In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie bitte Steuerung deaktivieren oder stoppen aus. Die Remote Support Verbindung ist nun getrennt und Sie können Ihr Terminal wie gewohnt nutzen.